Achterbahn mit gebrochener Schiene. Ich weiß nicht, wie gut der Name für eine Achterbahn ist, aber so heißt diese Achterbahn, über die wir heute in diesem Video sprechen werden. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und einem Review zu Broken Rail Roller Coaster. Und ich weiß nicht, wie gut dieser Name ist. Und dann steht diese Bahn auch noch in China, was natürlich erstmal Blödsinn ist, weil das da nicht unbedingt unsicherer sein muss als bei uns. Aber es ist trotzdem erstmal vielleicht für den einen oder anderen irritierend. Und dann kommt diese Bahn auch noch von einem Hersteller aus China, was genauso Blödsinn ist, das irgendwie übertrieben kritisch zu sehen. Aber das Ganze ist ein Tilt Coaster und bedeutet, es bricht nichts ab, aber trotzdem bricht bei jeder Fahrt die Schiene ab. Kurios, reden wir heute drüber. Ich glaube, ich muss da nicht nochmal groß erwähnen, dass die Abfertigung jetzt nicht unbedingt die beste ist und das Ganze ziemlich lange dauert. Ihr dürft, wenn ihr die Bahn fahren wollt, übrigens nur maximal 90 Kilo wiegen. Ich sag mal so, wenn ihr reinpasst, passt ihr rein, da ist keine Waage. Und vielleicht müsst ihr die Dame überzeugen, dass das passt. Und dann müsst ihr an irgendeinem Riesenstraßenreiter, den einer so vor euch hält, auch einfach mal dran vorbeigehen. Es gibt auch witzigerweise einen Softwestenbügel. Der wird aber festgezurrt. Ihr kennt ja vielleicht diese Softwesten, die sind da ein bisschen flexibel. Und oben, wo dieses Band drin ist, das wird wie eine Ratsche zurückgedreht und ihr werdet wirklich so hinten in den Sitz rein gepresst, damit ihr auch wirklich sicher drin seid. Aber vorneweg, so rumpelig das alles klingt, so rumpelig das Ganze vielleicht aussieht, die Bahn fährt sich tatsächlich richtig gut. Und warum, weiß ich auch nicht. Ja, Name, Story. Das Ganze ist ein bisschen schwierig. Die Rollercoaster Database listet diese Achterbahn als Broken Rail Roller Coaster, also Achterbahn mit gebrochener Schiene. Nimmt man die chinesischen Schriftzeichen, die bei der Rollercoaster Database hinterlegt sind oder als Name hinter dieser Bahn stehen, sagt Google Translate zu uns, dass das Ganze Wiedergeburt aus der Verzweiflung heißt. Auch das ist ein spannender Name für eine Achterbahn. Fragt man ChatGPT, dann ist es aus der aussichtslosen Lage neu geboren werden, beziehungsweise kann man das auch verstehen aus in größter Not zu neuem Leben finden. Auch das sind spannende Namen für eine Achterbahn und eine spannende Übersetzung, die uns die Rollercoaster Database hier bereithält. Ableiten von irgendetwas, was man dort sieht, kann man nicht unbedingt, denn es gibt keine Thematisierung. Es gibt so einen Kunstfelsentunnel, durch den man durchfährt, aber auch durch den man oben drüber fährt und der ganz so halb fehlt. Keine Gestaltung, kein Storytelling, einfach nur eine Achterbahn auf der Wiese. Wobei unten drunter irgendwie so Maintenance-Wohnbereich ist und da auch ein Hund rumgelaufen ist. Aber die Bahn an sich sieht schon lustig aus, denn es ist halt so eine China-Kopie. Die haben einfach sich angeguckt, ey, was gibt's sonst weltweit und was ist gut, und das packen wir einfach alles irgendwie in eine Bahn, und so ist das eine Mischung geworden aus einer Vekoma-Maschine, einem Mack-Rides-Chassis mit Sitzen von Intamin und Bügeln von B&M, und dann hat man einen Tilt-Coaster daraus gebaut, wo ich mir nicht sicher bin, hat nicht vielleicht Vekoma die Patente daran, Achterbahn als Tilt-Coaster zu bauen, und wie weit interessieren weltweite Patente irgendwelche Chinesen? Auf jeden Fall eine spannende Sache, und deswegen sind wir beim Park. Der Park ist wie gesagt in China und das ist auch ein bisschen spannend. Heute, super toller Name, Sushu Amusement Land Forest World. Und diesen Park gibt es dort an diesem Standort erst seit 2020. Sushu Amusement Land an sich war von 2003 bis 2017 8 Kilometer weit weg. Das ist der Park, und der ist um 8 Kilometer umgezogen in der Zeit und hat dann neu aufgemacht. Also es gibt auch nicht so viel Geschichte, aber der ganze Park ist umgezogen und hat einfach noch hinten Forest World mit dran bekommen nach dem Land, was auch ein bisschen komisch klingt. Aber ein Crazy Park, geht so Treppen erstmal hoch, gibt einen coolen Rundlauf, es gibt einen spannenden Dark Ride, es gibt ein Rafting, es gibt ein 1A-Mack-Produkt, wie viele von euch gerne sagen, und zwar Beyond the Cloud. Dazu vielleicht auch hier mein Review. Eine richtig spannende Bahn, die echt Bock macht, und auch so ein ziemlich interessanter Park, den wir auch in einem Vlog vor Ort euch da mitgenommen haben und alles gezeigt haben. Aber das ist alles ja auch immer so ein bisschen gefühlt und subjektiv und Eindruck. Daten und Fakten sprechen da eher für sich. Und gebaut wurde diese Bahn von Jinma Rides.
ehemals Golden Horse, das ist der Hersteller, auch der Hersteller einer neuen Reiseachterbahn für Deutschland übrigens. Typenbezeichnung ist hier KSC 24B und diese Bahn mit diesem Layout wurde dreimal gebaut, und zwar einmal noch den Tilt Track Coaster 2023 und einen weiteren Broken Rail Roller Coaster, der ist aber SBNO seit 2018, 2019, sowie der ganze Park, in dem der sich befindet. Das ist nämlich Great Qingdong Tourist World und da gibt es 9 Achterbahnen und dieser ganze Park ist, wie gesagt, ja, der war nur 2018 auf, 2019 dann irgendwie auch wieder alles stillgelegt. Man konnte wohl eine Zeit lang noch rein, aber die Rides waren zu, man konnte dann nur was essen. Also ganz komische Geschichte, und das ist in China oft so, dass irgendwelche Riesenparks mit Riesenachterbahnen einfach voll schnell nach der Eröffnung auch schon wieder geschlossen sind. Aber zurück zu unserem Broken Rail Roller Coaster, der 5 Inversionen hat, und sonst gibt es keine Informationen bei der Rollercoaster Database über andere Zahlen, aber man kann sich die beiden Klone angucken und da sieht man, dass dann 774 Meter Streckenlänge angegeben werden, eine Höhe von 40 Meter und 89 km/h Spitzengeschwindigkeit. 2 Züge sind hier vorhanden, das haben wir auch vor Ort gesehen mit diesen Over-the-Shoulder-Lap-Bar mit der Softweste, die mit einer Ratschenfunktion irgendwie an den Körper gepresst wird, und das Ganze ist ein Tilt Coaster, wobei man da sagen muss, kein Tilt Coaster, der um 90 Grad kippt und man senkrecht nach unten stürzt, sondern was sind es, 45 Grad vielleicht, also man fährt da nur schräg runter. Und damit sind wir bei der Fahrt, die direkt aus der Station raus in der 180-Grad-Kurve nach links geht und über diese Felsenhöhle drüber hindurch eigentlich führt. Genau so ist es, und dann geht es den Kettenlift hoch, oben gibt es dann wieder eine 1A 180-Grad-Kurve zum Tilt-Track. Und da bleiben wir auch stehen. Dann fährt der Zug noch mal so ein Stück vor, bleibt wieder stehen, das Ganze wird arretiert. Das Ganze dauert Ewigkeiten, bis dann irgendwann getiltet wird. Und dann dauert es wieder Ewigkeiten, bis der Zug dann irgendwann released wird und fahren kann. Und dann droppt man. Das ist halt, wenn es nicht senkrecht ist, relativ witzlos, aber von außen trotzdem ein spannender, cooler Effekt. Aber es ist halt nicht dieser Thrill-Moment, den man sonst bei einem Tilt-Coaster hat. Und jetzt sind wir ja schon ein paar Tilt-Coaster gefahren. Und das ganze Ding wackelt bei diesem Prozedere, auch dieser ganze Turm. Das ist schon crazy. Ja, und dann gibt es den Drop. Aber wie gesagt, diese nicht 90 Grad sind dann schon nicht mehr so beeindruckend. Da bist du ja quasi bei einer langen Version von den Vinyas aus dem Phantasialand, dann wäre das eigentlich auch ein Tilt-Coaster schon, weil die diese Elemente so mittendrin haben, wenn man das mal ganz genau nimmt. Ja, und dann gibt es eine entspannte Abfahrt und dann kommt einfach erstmal eine Aneinandergereihe von Elementen und es geht durch diesen Felsentunnel durch nach unten und dann fahren wir sofort in den Sidewinder. Und sofort danach folgt auch schon die Copa Roll. Und auch nach der Copa Roll gibt es so eine Art riesige Aufwärtshelix, würde ich schon fast sagen. Das Ganze ist so ein bisschen bumpy, auch wie man im Video sieht. Also es gibt keine Schläge. Die Bahn fährt echt smooth, aber ja, die Beschleunigungswechsel sind nicht so glatt gezogen, sage ich mal. Aber es ist, wie gesagt, es schlägt nicht, es ist halt so ein bisschen shaky, wie man dann durch diese Bahn fährt. Spannend wird es noch beim Corkscrew, denn aus dem Corkscrew geht es in einer leichten Kurve direkt weiter in den Inline-Twist. Das ist ziemlich cool und beeindruckend. Und das alles dreht halt so nach links und münden tut das Ganze aber direkt in eine Rechtskurve. Das ist ein bisschen so, wuppa, jetzt geht es wieder da lang. Und ja, dann kommt der Brake Run schon, die Schlussbremse, also schon, aber es ist auch nicht so eine lange Bahn, aber viele Elemente. Und mit einer kleinen 90-Grad-Kurve geht es dann wieder Richtung Station, getrennter Ein- und Ausstieg. Und das war's dann eigentlich. Zweiter Zug war vorhanden, war nicht auf dem Track, war auch nicht viel los. Und dann kommen wir zum Fazit. Und die Bahn fährt überraschend gut. Wirklich, keine Schläge, dieses Shaky so ein bisschen, aber sonst, es ist ein Tilt-Coaster. Auch wenn es jetzt nicht so der krasse Tilt-Effekt ist in China. Also crazy, das gefahren zu sein, finde ich. Für mich coole Sache auf jeden Fall. Und auch spannend, sich das Ganze anzugucken. Spannend, mal so eine Achterbahn zu erleben. Das ist ja doch irgendwo relativ weit weg alles. Und dann ist es ja mega interessant für mich auf jeden Fall. Und außer der nicht vorhandenen Gestaltung sieht das ja echt ganz cool aus. Es ist keine herausragend gute Bahn. Aber es ist eine sehr solide Bahn, die irgendwie besonders ist und dann auch wieder Spaß macht. Und fährt sich einfach gut. Und vor allem, es ist eine Achterbahn mit gebrochener Schiene.
Mega spaßig, cooles Ding, Broken Rail Roller Coaster im Sushu Amusement Land Forest World und das alles zusammen macht es irgendwie cool, bemerkenswert, erwähnenswert und hat ein kleines eigenes Review hier auf dem Kanal verdient. Meiner Meinung nach, ihr abonniert jetzt den Kanal, um das Ganze zu unterstützen und ansonsten sehen wir uns morgen um 18 Uhr zum neuen Video wieder hier und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.